Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Ich habe mir hier mal einen Workflow für mich zusammengebaut, den ich auch benutze und der eigentlich nichts mit KI zu tun hat. Es ist ein neuronales Netzwerk dabei, aber im Prinzip ist dieser Workflow nur dazu gedacht, Fotos oder existierende Bilder hochzuskalieren. Und da meine ich jetzt nicht irgendwie ein Upscaling, was man jetzt so generell kennt aus dem Stable Diffusion Bereich oder Comfy UI Bereich, sondern wirklich für echte reale Fotos. Und an der Stelle können wir auch keinen Sampler dann mehr benutzen, weil selbst mit einer Denoise von 0,1 würde der das Bild einfach verfälschen. Und vielleicht kennt der ein oder andere ja solche Open Source Lösungen wie Cupscale oder so. Die sind auch dafür gedacht, Upscaling-Models zu benutzen. Die zeige ich euch gleich. Die gibt es auch frei verfügbar und die benutzen wir ja auch im Upscaling-Bereich für Stable Diffusion Workflows hier im Comfy UI. Und das kann man halt auch super verwenden, wenn man kleinere Bilder hat oder JPEG-komprimierte Bilder. Damit kann man dann ab und zu noch mal ein bisschen was rausholen und wie gesagt, ich benutze diesen Workflow hier auch sehr gerne mal für mich, wenn ich Bilder habe, die nicht meiner Monitorauflösung entsprechen. Also ich benutze 1440p auf meinem Monitor, WQHD halt, und dafür benutze ich den. Wenn man mal so Bilder aus dem Netz lädt oder halt auf der Google Search oder so und die gefallen einem und die möchte man ein bisschen hochskalieren, dann benutze ich diesen Workflow. Und ich werde ihn leider nicht mit euch zusammen bauen, das wäre ein bisschen zu komplex, deswegen gehen wir hier einfach mal durch diesen fertigen Workflow durch, aber einfach mal auch, um zu zeigen, was man mit Comfy UI auch sonst noch so machen kann, abseits von diesem klassischen Bild erzeugen, dass es halt auch super geeignet ist, um Batch-Verarbeitung auf Bilder zu machen. Ne? Schaut doch da gerne in das Post-Processing-Video rein, da kann man das auch benutzen um Bilder, die bereits existieren, durch ein Post-Processing durchzuschicken, Effekte hinzuzufügen etc. Das funktioniert wunderbar damit. Gut, wir fangen mal an. Als erstes springe ich mal hier in die Note. Hier ist ein Upscale-Model drin. Ich benutze das LSDIR Plus. Das ist für reelle Fotos und JPEG-Komprimierungen trainiert, und das meinte ich damit, wir haben zwar ein neuronales Netzwerk hier im Workflow, aber jetzt nicht wirklich KI an der Stelle. Das sind aber auch schon, also jeden Bereich KI, neuronale Netzwerke, die trainiert sind, gewisse Bildinformationen zu verarbeiten und zu vergrößern. Das ist ein Vierfach-Model und erhalten tut ihr die Models auf der Seite OpenModelDB Info. Das ist entstanden aus der alten Upscaler-Wiki. Da ist auch ein Link auf der alten Wiki, der hierhin führt. Hier oben sehen wir, es ist auch noch in Alpha und es wird dran gearbeitet. Aber hier findet ihr die ganzen Models und hier könnt ihr zum Beispiel auch danach filtern, für was ihr das Model braucht, das Upscaling-Model. Ich bin zum Beispiel auf, wo ist es? Hier Foto gegangen. Hier habt ihr Models, die sind trainiert auf reelle Fotos. Und hier findet ihr dann auch die LSDIR. Da gibt es verschiedene Varianten. Ich habe den Standard genommen. Funktioniert eigentlich immer ganz gut. Benutze ich auch im Upscaling für Stable Diffusion Bilder, die dann per Sampler generiert wurden. Aber ihr seht hier oben auch schon, wir können den Filter nochmal rausnehmen. Ne, da müssen wir auf All drücken. So. Es gibt auch zum Beispiel, wo habe ich es gesehen? Hier, Text. Es gibt auch Modelle, die sind extra auf Texte trainiert oder Gesichter, Mangas, da gibt es alles Mögliche. Die Blurs, da könnt ihr euch mal durchklicken und je nach Anwendungsfall euch das entsprechende Modell runterladen. Ich finde es ein bisschen schade, dass nicht alle Beispielbilder haben. Ich finde das immer ein bisschen besser zum Orientieren, wenn man auch Beispiele sieht. Aber nun gut, tobt euch auf der Seite ruhig mal aus. Link ist in der Beschreibung natürlich. Gut, das war das Upscaling-Model hier an der Stelle. Und jetzt steigen wir mal in diesen Workflow ein. Das Herz ist im Prinzip hier diese Load Image Batch aus der WOS Node Suite. Die ermöglicht es uns, mehrere Files nacheinander reinzuladen. Und ich habe mir hier ein bisschen hässliches Konstrukt rumgebaut. Ich habe es aber nicht anders hingekriegt. Das Problem ist, dass diese Node sich nicht wirklich resettet. Also
Wir können hier auswählen zwischen Single Image, dann laden wir nur eins aus einem Folder, den wir hier eingeben können. Wie ihr seht, könnt ihr auch einfach an der Stelle hingehen. Ich habe hier mal, das ist der Folder, geht hier oben hin, kopiert euch das, den Pfad und Steuerung A, Steuerung V, dann geht das. Es ist also ein absoluter Pfad, relative Pfade gehen auch, aber da kann man sich ab und zu mal irgendwie verhaspeln und dann sind die Bilder ganz woanders, wo man sie eigentlich erwartet. Der Convenience halber packe ich hier einfach den absoluten Pfad rein und gut ist. Hier oben können wir umswitchen zwischen Single Image und Incremental Image. Und beim Incremental Image geht er nämlich durch einen Ordner. Also hier, die Bilder habe ich schon mal vorbereitet. Erzähle ich gleich auch noch was zu. Und schnappt sich ein Bild nach dem anderen raus und skaliert das dann hoch. Also in unserem Fall. Die Node an sich lädt es natürlich nur erstmal rein und was wir damit am Anschluss machen, ist dann natürlich uns überlassen. Wir können bei Single Image hier auch sagen, mit dem Index, welches Bild wir aus der Sammlung haben wollen. Bei Incremental Image wird das natürlich immer selber von der Node hochgezählt. Also jedes Mal, wenn wir qprompt machen, kommt ein Index oben drauf. Und das Problem bei dieser Node ist, ich glaube, das letzte Mal, als ich geguckt habe, stand auch noch in der WOS Node Suite Beschreibung, dass das experimentelle Features sind. Das merkt man auch leider ein bisschen hier und da, weil dieser Index resettet sich nicht. Also wir können jetzt nicht sagen 1 und 0 und dann fängt er wieder bei 0 an. Intern behält diese Node den Index, wo sie war. Also wenn wir jetzt 5 Bilder gemacht haben, dann steht die auf 4. 0 ist ja auch, ne? Also mit der 0 haben wir dann auch Index 4, aber Bild 5. Und wir können es nicht resetten. Und das Einzige, wo sich diese Node resettet, ist laut Anleitung, wenn sich der Pfad ändert oder das Pattern ändert. Ich lade ihn nochmal rein. Ich sage mal Image, nicht Bath, Batch. Load Image Batch. So sieht die normal aus. Ich habe das Pattern hier an der Stelle ausgelagert. Das Pattern, das reicht, wenn wir das auf Stern stehen haben. Das heißt, nimm alles. So. Und um die zu resetten, wirklich effektiv im Index, habe ich mir hier was gebaut, womit wir hier sagen können, wenn wir den auf 1 setzen, wird hier das Pattern 0 genommen. Also leer. Und dadurch crasht diese Node. Und wenn die einmal crasht, das kann ich ja einmal kurz starten, dann macht die Patch und dadurch ist die intern aber wieder resettet. Und wir können den wieder auf 0 stellen, dann nimmt er sich hier den Stern als Pattern und dann rattert die durch. Da kommen wir gleich zu. Es gibt andere Möglichkeiten, die ich mal gesehen habe. Wenn man zum Beispiel sagt, man will den Index hier auslagern und dann nimmt man aus der WOS Suite, jetzt muss ich einmal kurz gucken, es war der Number Counter, der im Prinzip sowas auch macht. Ne? Wir können sagen, starte bei Index 0 und stoppe bei, in dem Fall 0, also nie, und erhöhe es immer um 1 und gib einen Integer aus. Machen wir ja hier, Integer. Und er soll es jedes Mal erhöhen. Und hier könnte man theoretisch auch noch ein Reset-Rule reingeben. Also, dass diese Node sich resettet. Wenn die auf 1 steht, dann geht diese Node auf 0 zurück. Wenn die auf 0 steht, zählt sie immer weiter. Das funktioniert aber nicht mit dieser Node. Ich weiß nicht warum. Irgendwie zählt die intern trotzdem immer weiter hoch. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach hier die einmal crashen zu lassen am Anfang. Wenn man die nur einmal benutzt, funktioniert das. Sobald man eine zweite Node Image Batch oder so dabei hat, wird es ein bisschen lästig, weil man dann beide einmal crashen lassen muss. Und das funktioniert auch nicht hier mehr mit diesem Konstrukt. Aber jetzt für den Fall soll das reichen. Was ihr auch noch beachten müsst vorher, wir können hier mit einem Label angeben, wie diese Benamsung der Bilder aussehen soll. Und dafür müssen wir die leider einmal umbenennen. Also wenn ihr Bilder habt, ihr seht schon, ich habe die hier Image 001, 002 und so weiter genannt. Ich habe ein paar rausgenommen zwischendurch, das sind die größeren. Also wir müssen schon angeben, wie die Benamsung ist an der Stelle. Falls nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich bin einfach davon ausgegangen. Aber ich denke, es muss so sein, warum sollte ich sonst hier angeben müssen? Das ist ein bisschen schade, weil wir natürlich die Infos von den Original-Filenamen dann verlieren an der Stelle. Aber egal jetzt.
So, gut. Hier unten gebe ich mir nochmal den Filename aus, der gerade bearbeitet wird. Funktioniert gerade auch wieder nur in der Konsole, habe ich jetzt eben beim Testen gesehen. Ich weiß nicht, ob diese Text-Debug-Node schon wieder kaputt ist von den Tiny Terra Nodes. Ich meine, in den Python GOS-Erweiterungen gibt es auch noch so einen Text-Debug. Die wollte ich mir aber noch nicht installieren, weil die sich ein bisschen beißen mit anderen Plugins, die ich habe. Egal, wir gucken gleich in die Konsole rein. Gut. So, was macht dieser Workflow jetzt? An allererster Stelle, also er lädt sich dann natürlich batchweise unsere vordefinierten Bilder rein aus einem Ordner. Weiterhin können wir hier an der Stelle angeben, was unsere Zielhöhe sein soll des Bildes. Wie gesagt, bei WQHD bei mir habe ich 1440p hier drin. Und hier unten können wir noch angeben mit einem Boolean, der geht 0 oder 1, ne? Also entweder richtig oder falsch. Hier können wir angeben, ob der Workflow Bilder, die größer sind als unsere Zieleingabe hier, auch durch diesen Prozess jagen sollen. Achtung, Disclaimer, sie laufen trotzdem dadurch. Ich habe es nicht geschafft, jetzt zu sagen, wenn A, dann nimm den Pfad, wenn B, nimm den Pfad. Also sie werden trotzdem berechnet, aber das hat am Ende das Resultat, dass die Bilder, also wenn wir es enforcen wollen, dass sie durch diesen Prozess gehen, dann wird das Bild gespeichert, was am Ende dieses Upscaling-Prozesses rauskommt, wobei es ist ja nicht nur ein Upscaling-Prozess, es ist auch ein Stück weit ein Denoising-Prozess. Also wenn ihr große Bilder habt, die eine JPEG-Komprimierung vorweisen, dann könnt ihr an der Stelle auch sagen, obwohl das Bild, was ich reinschicke, größer als meine Zielnummer ist, möchte ich doch das haben, was das Upscaling-Model da eventuell noch mit gemacht hat. Also JPEG-Komprimierung oder so entfernt, bearbeitet, whatever. Und hier an der Stelle gehen wir mal weiter in den Prozess rein. Also hier oben nehmen wir uns auf jeden Fall das Bild raus und jagen es einmal durch das Upscaling. Hier hinten kriegen wir über die Side-Length angegeben, ob es, wenn es kleiner ist als unsere Zielreichweite oder Zielhöhe, nicht Reichweite, Höhe, dann wird es auf die Zielhöhe skaliert. Wenn es die Zielhöhe überschreitet, wird die Originalzielhöhe weiterhin benutzt. Also es wird nicht runterskaliert an der Stelle. Das kann man vielleicht auch noch einbauen, aber jetzt für den Fall wollte ich das nicht machen. Und das erreichen wir dadurch, dass wir uns hier unten von unserem Bild einmal die Höhe und die Weite nehmen. Uns interessiert aber nur die Höhe, weil wir mit der Höhe berechnen. Es gibt hier immer noch ein paar Debug-Nodes dazwischen, die uns sagen, wie sich das System oder dieser Workflow entschieden hat. Wir gehen aber hier mit der Number Operation hin und gucken, ob das eingegebene Bild eine größere Höhe hat als die, die wir erreichen wollen. Wenn dem so ist, also hier kriegen wir wieder einen Debug. Hier wird uns ausgegeben in der Konsole, ob die originale Höhe behalten werden soll oder nicht. Und hier unten habe ich aus der Quality of Life Suite ein Python-Statement reingesetzt, was prüft, ob entweder x 0 ist oder y 1. Und was ist jetzt x und was ist y? X ist an der Stelle unsere Number Operation hier. Die prüft, ist das, was wir reingeben, größer als das, was wir haben wollen. Wenn das nicht der Fall ist, also 0, ne, wenn es kleiner ist als das, was wir haben wollen, dann sagt das greater than ja nein, ist nicht, also 0. Dann kommt das Upscaling in Frage. Also dann wird hier entschieden, okay, wir nehmen die Zielhöhe. Wenn wir jetzt größere Bilder reinschicken, dann haben wir hier natürlich eine 1 drin. Ne? Dann sagt das nämlich, ja, das reingegebene Bild ist größer als die Höhe, die wir haben wollen. Deswegen würde hier eine 1 drin stehen. Und an der Stelle können wir hier sagen, mit einer 1 hier, das ist dann auch das Y, wenn das auf 1 steht, dann nimmt trotzdem das, was uns der Upscaling-Prozess gegeben hat. Das heißt, wir kriegen am Ende dann die Originalhöhe wieder raus des Bildes, was wir reingeschickt haben, was in dem Fall ja größer als in hier 1440 ist.
in meinem Fall. Aber wir haben trotzdem einmal das Processing durchlaufen. Wenn das nicht der Fall ist, nimmt er das Bild einfach von hier vorne, schickt es weiter und schmeißt es hier hinten rein und dann wird einfach das Bild, was wir reinschicken, nochmal wieder gespeichert. Und das macht dieser Workflow hier an der Stelle. Hier hinten ist nochmal ein Output für uns, wo wir nachlesen können, für was hat er sich jetzt entschieden. Ne, die ausgewählte Höhe, das kann man in der Konsole dann ein bisschen nachlesen und dann weiß man so ein bisschen, wie sich das System verhält. Und hier sind noch Switches, die dann entsprechend aus den reingeschmissenen Bildern auswählen anhand der Booleans hier unten, die wir kriegen, was genommen werden soll. Hier oben haben wir dann nochmal einfach einen Speicherpunkt. Ich habe jetzt den aus den Tiny Terra Nodes genommen, weil hier können wir auch sagen, er soll den Workflow nicht mit einbinden, weil das brauchen wir ja eigentlich nicht, wenn wir einfach richtige Fotos hochskalieren. Ne? Brauchen wir das nicht. Ich glaube, das Override Existing an der Stelle funktioniert nicht so ganz. Ich habe das hier auf False, trotzdem überschreibt er es, ein bisschen vorsichtig damit. Und ich habe hier noch ausgelagert einmal den Output Path. Der ist hier, einfach weil es mich genervt hat, hier immer was kurzes, also so ein kurzes Eingabefeld zu haben. Man hätte hier natürlich noch die Node länger ziehen können, aber hier, falls irgendwie die Images nicht da landen, wo sie sollten, dann fand ich das einfach ein bisschen besser hier nachzulesen, um zu gucken, wo hast denn jetzt mein Bild hingeklatscht? Könnt ihr hier eintragen und das Save Prefix nimmt er sich hier vorne aus dem Filename Text, das heißt, das Bild, was ihr speichert in einem anderen Ordner, ist dann genauso benamst wie das Bild, was wir laden. So, und das können wir jetzt mal ausprobieren. Ich habe im Vorfeld Bilder von Pexels runtergeladen und habe die kleiner gemacht. Also die sind kleiner als die Zielhöhe, also 1440. 480 x 588 Pixel, um genau zu sein. Und davon habe ich jeweils 2 Varianten erstellt. Die erste Variante, wenn man da mal reinzoomen, hat eine starke JPEG-Komprimierung, während die zweite Variante einfach nur von der Höhe her umskaliert wurde. Damit können wir einfach mal so ein bisschen sehen, wie sich das System an der Stelle verhält. Okay, wir sehen hier schon, ich habe 20 Elemente in diesem Ordner. Und hier ist mein Upscalings-Ordner, den ich hier oben eingetragen habe, hier. Und jetzt lassen wir das Ganze mal rattern. Hier ist der Input-Folder, was hier mein Input-Folder ist. Wir stellen die Node auf Incremental Image. Sagen hier an der Stelle, wir möchten, das könnt ihr mit Mausrad Up und Down sehr gut bedienen oder hier einen Regler oder per Hand eintippen. Wir wollen 20 Durchläufe haben, ne, weil wir 20 Elemente hatten. Hier links sehen wir das Bild, was geladen wird. Hier rechts sehen wir das Bild, was gespeichert wird. Und ich mache mal QPrompt. Und jetzt rattert das ganze Ding hier nämlich los und speichert uns unsere Bilder weg. Das geht auch relativ fix, also zumindest für kleine Bilder. Es dauert ein bisschen länger, wenn ihr Bilder habt, die extrem groß sind und die ihr reinschmeißt. Ich habe hier an der Stelle auch, hier unten können wir es noch sehen, das Enforcing von größeren Bildern ausgeschaltet. Brauchen wir jetzt nicht. Die Bilder, die wir uns jetzt angucken, sind alle kleiner als die Zielgröße. Nichtsdestotrotz, wir gucken mal rein, wie viel er noch zu tun hat hier. Es sind noch 8 im Queue. Ne? Jedes Bild davon ist einmal kleiner gemacht und hat eine stärkere JPEG-Komprimierung, oder es ist einfach nur kleiner gemacht, damit wir ein bisschen an der Stelle die Auswirkungen beobachten können. Und dann zeige ich euch gleich auch nochmal das Enforcing an der Stelle. Es sind jetzt nur noch 2 Bilder im Queue, jetzt noch 1 und dann können wir uns die Ergebnisse mal angucken. So, jetzt ist er durch. Am besten ihr stellt das wieder auf 1 zurück hier. Wir können die Node einmal crashen lassen. Wie das klingt schon, ne? Ich weiß, es ist ein bisschen traurig, aber jetzt hat sich auf jeden Fall der Index wieder zurückgesetzt. Und wir schauen mal rein.
Und hier im Upscalingsordner haben wir jetzt unsere hochskalierten Bilder. Wie ihr sehen könnt, genau mit derselben Namensgebung wie die Input-Bilder. Ich habe gesagt, er soll es als PNG speichern und nicht als JPEG. Wir schauen jetzt aber mal rein. Und was wir hier jetzt haben, ist nämlich, das ist das Bild mit der starken JPEG-Komprimierung. Das haben wir jetzt auf 1440p hochgezogen. Das ist das Bild mit nur kleiner, möglichst ohne JPEG-Komprimierung. Es ist natürlich besser, ne? Die Models machen jetzt keine großartige Magie oder es ist nicht vergleichbar zu Produkten, die ihr kaufen könnt, wie zum Beispiel jetzt so Foto-Upscalings von Topaz Labs oder sowas. Nichtsdestotrotz, für 0 Euro auf eurem heimischen Rechner könnt ihr da doch schon ziemlich gute Resultate erzielen. Wir gucken mal weiter. JPEG-Komprimierung, keine JPEG-Komprimierung und hier sieht man eigentlich schon ganz gut, dass das Bild, ich hole auch nochmal das Originalbild, das ist dieses hier. Das ist das Ursprungsbild und ihr seht schon, wie klein das ist. Und das haben wir jetzt auf diese Größe hochskaliert und ich denke, also da hat man doch durchaus schon einen Gewinn, ne? Also frei nach dem Motto Shit in, Shit out. Ihr könnt jetzt keine Magie erwarten bei Bildern, die absolut pixelig sind. Es wird besser, wir kriegen eine entsprechende Größe, aber natürlich durch JPEG-Komprimierung wird es dann auch ein bisschen verwaschen alles, aber ne, hier sieht man auch den Unterschied ganz gut. Ich finde, dass die zweiten Bilder schon ein ziemlich gutes Resultat liefern dann, wenn es hochskaliert ist. JPEG komprimiert, nicht JPEG komprimiert, JPEG komprimiert, nicht JPEG komprimiert und auch bei diesem Bild hier, das können wir uns ja auch nochmal im Vergleich zu der kleinen Variante angucken. Das war diese hier. Das war unser Ursprungsbild. Das ist das hochskalierte Bild. Und ich finde, die taugen dann doch schon durchaus was, um sie einfach ja, als Wallpaper oder was auch immer zu verwenden. Mal viele Beispiele. Details kommen schön raus. Das funktioniert ziemlich gut. Ich benutze den Workflow halt auch sehr gerne selber. Was wir jetzt noch haben, ich gehe mal in den Image Input und wir nehmen uns zum Beispiel mal dieses Bild hier, ja, Abmessungen 5760. Wir kopieren uns das einmal hier rein und ich sage, das ist IMG 000. Dann rutscht es an den Anfang. Und jetzt können wir nämlich hier mal mit dem Force ich habe es falsch gemacht. Ich muss das Bild hier, das ist ja mein Output-Folder, ich muss es hier in meinen Input-Folder setzen. So, jetzt. Dann können wir den Output-Folder einmal leer machen. Und wir stellen das mal hier auf Single Image. Achso, die Konsolenausgabe. Hier können wir schon sehen, das war das Crashen der Node, was wir eben forciert haben. Hier sehen wir aber zum Beispiel, dass wir hier an einer Stelle, ich muss mal gucken, wo ein Anfang ist, wenn hier Prompt Executed in ist, dann war das der Vorlauf. Aber wir sehen hier immer, das ist falsch, das ist nicht der Image-Name. Hier ist der Image-Name. Guck mal, die WAS Node Suite gibt auch den Image-Namen falsch raus. Aber den richtigen Index ist ein bisschen komisch. Wir sehen hier auf jeden Fall den Namen des Bildes. Wir sehen hier die Originalhöhe des Bildes, was er gehabt hat. Wir sehen hier, wie er sich entschieden hat, ob er die Originalhöhe behalten möchte oder nicht. Das ist in dem Fall 0, ne, weil es kleiner war als unser 1440. Deswegen hat er sich für unsere Eingabe von 1440 entschieden und dann den Prozess durchgeführt. Und diese Infos sehen wir jetzt hier für alle Bilder, die wir da durchjagen. Und ich habe jetzt mal Single Image und Index 0. Das heißt, er nimmt das 5000 noch was Bild, das große. Ich habe hier unten das Enforcing auf 0. Dann lassen wir das jetzt einmal laufen. Da ist es, das Bild, was wir eben kopiert haben. Das wird jetzt einen Ticken dauern, das hoch zu skalieren, weil wie gesagt, es hatte ja schon eine Größe von 5760 mal 3840. Das bläht er jetzt aufs Vierfache auf, das dauert ein bisschen.
Was wollte ich jetzt gucken? Vergessen, dann war es auch nicht wichtig. Ich lasse ihn mal eben rattern. So, er ist jetzt durchgelaufen. Er muss jetzt auch speichern. Hat er jetzt gemacht. Das dauert auch ein bisschen länger. Wir gucken nochmal in die Konsole rein. Er hat sich jetzt entschieden für Image 000, das ist richtig. Hat erkannt, das Bild hat eine Höhe von 3840. Hat sich dafür entschieden, wir behalten die Originalgröße von 3840 und hat es dann berechnet. Ich gucke mal eben, Save Upscale, das verbirgt sich ein bisschen hier. Das ist hier unten die Berechnung mit der kleinen Python-Formel hier. Da hat er gesagt, Save Upscaled 0. Was er also gemacht hat, obwohl er einmal durchgelaufen ist, und ich sage, das ist ein bisschen negativ hier, dass er dann trotzdem hier durchgeht, aber in diesem Fall hat er das Bild nicht bearbeitet gespeichert, sondern einfach nur aus einem JPEG ein PNG gemacht. Das können wir auch hier oben einstellen, wenn wir wollten, aber PNG ist verlustfrei, deswegen nehme ich das. Wenn wir jetzt an der Stelle sagen, wir möchten hier unten, wir möchten das enforcen, also wir möchten sicher sein, dass er trotz dass er sich entschieden hat, das nicht bearbeitet zu speichern, können wir das hier mit einer 1 enforcen und dann rennt er wieder los. Jetzt müssen wir leider wieder warten, beziehungsweise ihr nicht, ich werde jetzt gleich cutten und da war das plopp und jetzt ist er durch, er speichert es mal wieder. Gucken mal rein, hier wird es gerade geschrieben. So, und bei diesem Bild hat er jetzt das Upscaling oder beziehungsweise auch das Denoising gemacht an der Stelle. Wir sehen hier, wir haben immer noch die Originalgröße. Ist jetzt kein großer Gewinn in dem Fall, weil unser Originalbild auch schon sehr gute Qualität hatte. Aber ne, es kann ja sein, dass es ein großes Bild ist und trotzdem hat man JPEG-Komprimierungen drauf und das kann man damit machen. Es gab ein Bild, mit dem hat es nicht gut funktioniert. Und zwar war das dieses Bild. Das Bild ist schon sehr scharf und man sieht hier auch die Poren etc. Es wurde wahrscheinlich irgendwie schon im Post-Processing vom Upload sehr scharf gestellt. Ich weiß es nicht. Bei diesem Bild, das war das einzige Bild bisher, was ich entdeckt habe, wo es nicht funktioniert hatte. Da ist der Output wirklich ziemlich fies bei geworden. Deswegen habe ich hier unten nochmal dieses Forcing eingestellt, damit man sich bei solchen Geschichten das dann nicht doch versaut. Aber in der Regel, ich glaube 99% oder so, da funktioniert das. Ja, ich überlege noch kurz. Wir können noch mal kurz in die Konsole gucken. Save Upscaled 1, weil wir eben ein Forcing eingestellt haben mit 3840 und trotzdem die Variante, die durch den Upscaling-Prozess gelaufen ist. Wie gesagt, benutze ich ganz gerne mal. Habe ihn auch noch ein bisschen erweitert, jetzt kurz vorm Video. Hier unten ist übrigens eine ziemlich hässliche Geschichte. Ich habe es nicht geschafft, anders hier oben den Image-Switch zu verbinden. Deswegen musste ich hier, weil ich hier ja berechne oder abfrage, ob wir entweder ein kleineres Bild haben oder ob wir das enforcen, dass die Skalierung benutzt werden soll. Da musste ich erstmal in einen Float in einen Text und eine Text dann wieder in eine Number, damit ich das hier oben in den Number-Bereich reinschieben konnte. Wenn ihr euch jetzt fragt, hier ist ja ein Float-Output, warum nicht direkt hier in den Flow-to-Text rein? Diese Abfrage hat an der Stelle nicht 0 oder 1 zurückgegeben, damit wir damit hier oben arbeiten können. Boolean Number will immer eine 0 oder eine 1 haben. In dem Fall gibt diese Note hier tatsächlich True oder False als Text zurück. Und der Integer Output nicht. Der Integer sagt 0 oder 1, während die Float True oder False zurückgibt. Und True oder False können wir leider nicht mehr hier oben reinschmeißen. Deswegen nicht wundern, ist ein bisschen unschön und dämlich, das jetzt zwischen verschiedenen Datentypen hin und her zu casten. Aber es funktioniert. Gut, man muss damit arbeiten, was man hat, ne?
Ja, könnt ihr ja gerne mal ein bisschen mit rumspielen. Ich lade euch diesen Workflow natürlich hoch. Schickt mal ein paar alte Fotos rein, die kleinere Auflösungen haben. Zum Skalieren spielt ein bisschen hier mit den Models rum, hier auch von der OpenModelDB oder so. Eignet sich später auch ganz gut dafür, dann diese entsprechenden Models in normalen Workflows zu benutzen, die wirklich KI-generierte Bilder erzeugen. Auch je nachdem, ne? Es gibt für Anime, es gibt für Realfotos, für Text, alles Mögliche. Kann man dann auch ein bisschen was lernen, wie sich jetzt diese Models verhalten. Und ja, ansonsten hoffe ich, ihr habt einen Anwendungszweck dafür. Ich, wie gesagt, habe ihn. Ja, wenn ich mal irgendwie so Bilder sammle, so was mir so gefällt und dann irgendwann denke ich mir, ach, pustest du die mal hoch, dann kann man die einfach hier schön in den Load Image Badge reinschmeißen, losrattern lassen, Kaffee trinken, hier unten sagen, ja, mach mir auf jeden Fall ein Upscaling/Denoising, auch wenn das Bild größer ist. In der Regel, bis auf dieses eine Bild, was ich euch gezeigt habe, kamen da auch immer gute Resultate raus, weil das hatte ich vorher nicht so eingebaut. Und ja, habt Spaß damit beim Rumspielen und Rumexperimentieren. Und ich sage bis zum nächsten Video. Macht es gut und tschüss.